durch den Flammschachten 1 nähern wir uns der großen Sprungkuppe. Flammschachten 2 und jetzt geht's einmal runter in Richtung Stefan Bennow und hier heißt es nochmal Arschbacken zusammenkneifen. Sauer und Strich finden. 230 Anbremsen. Mal eine Runde. Porsche GT4 RS Clubsport. Dieses Auto ist eine ultimative Maschine. Wir haben jetzt schon ein paar Runden gedreht. Absolut im Grenzbereich, gut zu fahren, wie man es von dem Cayman eben kennt. Aber das Schöne auch hier ist einfach beim S7-Lehrgang, dass wir hier eine sehr sportliche Klientel haben. Macht einfach mega Spaß, in diesem Umfeld zu fahren. Und ja, ich habe Bock auf noch ein paar weitere Runden mit dem tollen Porsche, der mir hier zur Verfügung gestellt wird. Gibt schlimmere Tage. Auch für uns Porsche Motorsport eine super Gelegenheit, auch mal ein Rennauto zu zeigen bei einem Track Day, an dem die Kunden mit Straßenfahrzeugen kommen. Marke Porsche super stark vertreten. Seit diesem Winter ist der Vertrieb auch geöffnet an Track Day Kunden, also nicht exklusiv an Rennfahrer und Rennteams, so wie es bisher der Fall war. Hier zwischen den ganzen GT3 RS haben wir sich sicher nicht zu verstecken. Das zeigen wir hier und kommt auch super bei der Kundschaft an. Und am Ende ist immer noch eine Turnkey-Solution, das ist wichtig zu sagen. Auch wenn das ein Rennwagen ist, man setzt sich rein, dreht den Schlüssel rum und kann losfahren. Bei einem modernen Rennwagen für die Rennstrecke brauchst du erstmal den Dateningenieur, den Performance-Ingenieur, 3 Mann, die das Auto anmachen bei einem GT3-Auto. Das Auto reinsetzen, losfahren, keine Probleme. Das perfekte Track-Day-Auto. Nehme ich dann noch mit. Dankeschön. GT4 RS Clubsport auf der Nordschleife. 2 Dinge, die einfach zusammengehören. Geiles Wetter. Und wir haben richtig Bock, jetzt mal eine gute Runde zu fahren mit diesem wunderschönen Auto, was quasi gemacht ist für die Strecke. Mit einem guten Slickreifen drauf von Michelin. Von dem her, schaut zu. Danke. Und jetzt setzen wir den Anker, 4. Gang in Richtung Hohenrhein-Schikane, vorne über den Korb, macht dem Auto nichts. Bevor wir dann hier an der T13, 2. Gang, eng rum bis auf den Korb raus, in Richtung Sabine-Schmitz-Kurve. Und hier heißt es den Scheitelpunkt gut erwischen, richtig reindrücken. Und Halleluja, in Richtung Hatzenach. Schnell rechts, hier heißt es laufen lassen. Arschbacken zusammenkneifen. Über 170. Und das erste Mal so richtig den Anker werfen. Nadelhöhe. Immer noch Hatzenach, jetzt geht uns die Stängel rein. Einen guten Rhythmus finden. Der Körper gehört uns. Und hochreichen, bereit machen, hier alles für den Exit. Hier ist jetzt wichtig, hier am Gas zu sein. Absolut flat und rein in den Party-Modus. Fliegen wir in Richtung Flugplatz. Über die Kuppe. Runterschalten, nö. Bleiben hier drauf. 5. Welle mit über 200 aus dem Flugplatz rausgekommen. Jetzt wird es noch schneller. Halten uns hier links in Richtung Schwedenkreuz. Und jetzt mit rund 200
60 hier über die Kuppe. Und rein. 208, 210 durch Schwedenkreuz. Anker werfen, Arenberg. Scheidepunkt, sehr spät. Bevor es dann in Richtung der legendären Fuchsröhre geht. Kilometer 6 durch die Kompression. Und wir bleiben voll drauf auf dem Boden. Und jetzt geht im vierten Gang der Scheidepunkt, super wichtig. Hier an den Kopf ranfahren und dann aber fast gar nicht zu weit ausholen. Die erste Kurve wird so ein bisschen abzapft und jetzt alles für den Exit. Ohne Attacke. Richtung Metzgesfeld. Hoch in den fünften Gang. Auch wieder jenseits der 200 km/h. Und hier die Kurve. Mutkurve, Angstkurve, je nachdem. Reifen innen bleiben. Und dann geht zum tiefsten Punkt der Nürburgring-Nordschleife. Breitscheidbrücke, 330 Meter, ca. 300 Meter tiefer als Sabine Schmidt-Kurve. Rein in die Explosion, hier heißt natürlich den ganzen Schwung mitholen. Ab jetzt geht's berghoch. Richtung Niki Lauda-Knick. Lauda-Knick, ultimativ, bleibt die Kurve. Nicht zu weit rauskommen. Und dann hartes Ankämpfen, Bergwerk. Runter, dritter Gang. Und jetzt heißt es nochmal Scheibenpunkt erwischen. Und früh am Gas sein. Komplett Vollgas. Halten wir uns hier links, wir wollen wenig Meter machen. Keinen großen Boden fahren. Wir öffnen erst, jetzt öffnen wir die Linie. Und mit über 240 km/h geht's dann in Richtung Kurve. Einmal runterschalten und rein. Weg, gleich gekommen. Norbert Müller Kurve, wieder blinde Ecke, voll drüber. Strecke ausnutzen und Steigstrecke. Moderne Linie, direkt rein. Auto stellen wir um. Double Apex. Bevor es dann schnurstracks in Richtung Karussell geht. Und du heißt dann an der unteren Kante vorbeifahren. Die Augen gehen auf die untere Kante, nicht auf die obere Kante. Raus aus dem Karussell in Richtung Hohe 8. Höchster Punkt der Eifel mit 748 Meter. Fahren wir hier in die Hohe 8 rein. Wunderbarer Streckenabschnitt. Einmal runterschalten. Bevor wir dann zu den Zuschauerspots kommen, Rückermann, einer meiner absoluten Lieblingskurven. Und hier heißt dann rechts den Korb, voll attackieren. Eschbach, Ehrennote langsam im Brünchen. Frühe Einlenken hier, Double Apex. Erster Scheibenpunkt, zweiter Scheibenpunkt, ohne Einlenken, raus auf den Korb. Jetzt in YouTube Corner, Scheidepunkt erwischen, auch wieder raus, bis auf den Korb. Durch den Pflanzgarten 1 nähern wir uns der großen Sprungkuppe. Pflanzgarten 2 und jetzt geht's einmal runter in Richtung Stefan Benner-West und hier heißt es nochmal Arschbacken zusammenkneifen, sauren Strich finden. 230, anbremsen, Schweibenschwanz, fünfter Gang, fünfte Welle rein, vierter Gang, dritter Gang, später Scheidepunkt, wieder attackieren. Und mit auf der Bremse lenken wir ein, den ganz nach unten und wieder voll am Gas. In Richtung letzte Kurve, Geigenkopf, früh einlenken und dann den Bogen weit machen. 186er Posten, einlenken und den Party-Mode wieder haben. Jetzt heißt es Döttinger Höhe, der Moment zum Entspannen, zum Porsche abwenden. Für uns war's das an der Stelle. Wir fahren jetzt rein, Zufahrt Nordschleife, tolle Runde, tolles Auto, tolle Strecke, live continuous. Sehr geil war's. Danke.
Nochmal so ein Riesenunterschied zum GT3 RS mit den Slicks, mit der Geräuschkulisse, mit dem Fahrwerk. Brutal. Also es war jetzt natürlich mega hier. Die Runde mitfahren im GT4 Clubsport mit Slickreifen, das ist noch einmal eine andere Hausnummer. Also ich habe mir natürlich seine Linie ganz genau angeschaut. Es war tatsächlich auch die Linie, die uns die Coaches hier immer zeigen. Mit Slicks kann man ein oder zwei Ecken noch ein wenig enger fahren. Gefühlt eine Sub 6, aber es war eine deutliche Sub 7. Man hat richtig Gas gegeben. Es ist schon Wahnsinn, was so ein Rennsportgerät tatsächlich kann. Voller die Waldfee. War richtig geil. Fahre ich gerne wieder mit und ich glaube, die nächste Anschaffung steht fast ins Haus.